Heute stelle ich euch meine liebste Baklava-Variante vor, die am Balkan ein richtiger Hit ist. Also ohne Jabukovaca geht gar nichts und deswegen lernt ihr heute, wie ihr sie selber zubereiten könnt. Ganz zu Beginn bereitet ihr den Sirup vor, denn dieser muss auskühlen. Dafür vermischt ihr einfach Zucker und Wasser in einem Topf, stellt das Ganze auf den Herd und kocht es erstmal auf. Wenn es so schön sprudelt, reduziert ihr die Hitze, bei mir ist das Stufe 7 von 9 und kocht den Sirup ohne Deckel ca. 8 bis 10 Minuten lang. Danach braucht ihr 2 Zitronenscheiben, die legt ihr in den fertigen Sirup hinein, nehmt ihn von der Kochstelle herunter und lasst ihn bei Zimmertemperatur vollständig auskühlen. Im nächsten Schritt sind die Äpfel an der Reihe, denn diese sollten jetzt gewaschen, geschält und geraspelt werden. Je nachdem wie sauer eure Äpfel sind, das könnt ihr jetzt übrigens testen, gebt ihr dann später etwas mehr oder weniger Zucker zu den Äpfeln dazu. Jetzt könnt ihr sie ganz altmodisch mit einer Reibe fein raspeln oder ihr verwendet einen Foodprozessor, sofern ihr einen habt, mit einem Raspelaufsatz, dann geht das Ganze nämlich noch schneller. Dafür müsst ihr dann nur das Kerngehäuse entfernen. Ich drücke den Saft in der Regel nicht aus, weil ich eine große Pfanne habe, wo wirklich viele Äpfel reinpassen und dementsprechend die Flüssigkeit auch relativ schnell verdampft. Aber wenn das bei euch nicht der Fall ist, könnt ihr die Äpfel jetzt ein wenig ausdrücken, bevor ihr sie in eine heiße Pfanne gebt, in der ihr etwas Butter geschmolzen habt. Wenn ihr keine so große Pfanne zu Hause habt, könnt ihr sie auch in 2 Touren dünsten. Rührt den Zucker ein und jetzt bratet ihr die Apfelraspeln so lange an, bis sie anfangen am Topfboden anzukleben. Also wenn ihr merkt, sie kleben unten an, dann wisst ihr, es ist genug Flüssigkeit verdampft und sie sind bereit. Ich verwende übrigens auch etwas stärkere Hitze, damit es mit dem Verdampfen schneller geht und wenn das der Fall ist, können Zimt und Nüsse eingerührt werden und die Füllung steht bereit. Im Anschluss die Füllung glatt streichen und auskühlen lassen. Danach wird aufgeteilt und zwar je nachdem wie viele Jufka-Blätter in eurer Verpackung sind. Wenn ihr 15 Blätter drin habt, dann müsst ihr die Füllung auf 5 Teile aufteilen, bei 12 Blättern sind es 4. Danach erhitzt ihr das Butterschmalz und nehmt die Jufka-Blätter aus der Verpackung. Legt sie mit der kurzen Seite vor euch hin und falls ihr die Blätter noch nicht gezählt habt, dann solltet ihr das jetzt machen. Ich hatte 15 Blätter in der Verpackung und habe mir auch die Füllung auf 5 Teile aufgeteilt. Jetzt schnappt ihr euch das erste Blatt, legt es so vor euch hin und die restlichen deckt ihr mit einem sauberen Küchentuch ab, damit sie nicht austrocknen. Beträufelt das erste Blatt mit etwas von dem heißen Butterschmalz und natürlich bestreicht ihr auch die Ränder. Darauf legt ihr jetzt das zweite Blatt und bestreicht dieses ebenfalls mit dem Fett. Zu guter Letzt ein drittes Blatt, welches nicht bestrichen wird, sondern darauf legt ihr jetzt die Füllung und zwar im unteren Drittel wird die Füllung schön verstrichen. Links und rechts müsst ihr nicht allzu sehr zum Rand fahren, denn der Rand wird jetzt umgeklappt, circa 1 cm breit. Und im Anschluss straff aufrollen. Diese kleinen Teigschnipsel, die sich gerne lösen, gebt ihr einfach mit zur Füllung. Befettet ein Backblech der Größe 30 x 40 cm mit dem Butterschmalz und legt die erste Rolle hinein. Dasselbe Spiel wiederholt ihr mit den übrigen Blättern. Ihr braucht immer 3 Blätter, die 2 unteren werden mit Fett bestrichen, das obere wird nur mit der Füllung belegt.
Bestreicht die fertigen Rollen mit dem übrigen Butterschmalz und schneidet sie in Stücke. Bei mir sind die Stücke ca. 5 cm breit. Danach gebt ihr das Blech in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 30 bis 35 Minuten. Solltet ihr das Gefühl haben, die werden an der Oberfläche dunkel, deckt ihr sie mit Alufolie ab und backt das Ganze weiter. Sobald ihr sie aus dem Ofen genommen habt, übergießt ihr sie mit dem Sirup. Bei mir ist der Sirup nicht eiskalt, sondern wirklich nur auf Zimmertemperatur ausgekühlt. Es dauert 20 bis 30 Minuten, bis der Sirup eingezogen ist und ihr lasst jetzt einfach die Apfelbaklava bei Zimmertemperatur vollständig auskühlen und danach am besten über Nacht im Kühlschrank. Ihr habt es gehört, sie ist außen knusprig, innen saftig und durch die säuerlichen Äpfel auch nichts zu süß. Für mich die perfekte Kombination. Sie eignet sich wunderbar zum Einfrieren und was ihr dabei beachten müsst, könnt ihr im Rezept auf meinem Blog nachlesen. Das war es auch schon mit meinem diesjährigen Ramadan-Special. Vielleicht schreibt ihr mir einfach in den Kommentaren, welches Rezept euch am besten gefallen hat. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zusehen und wünsche euch und euren Familien ein wunderschönes Zuckerfest.